Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cybert Media. Wir sind heute zu Gast bei VR Payment und sprechen mit Ihnen gemeinsam über die Atlassian-Produkte und die Migration von Server zu Cloud. Ja, mein Vorschlag wäre, ihr stellt euch einfach mal vor, was macht VR Payment, wer seid ihr und was ist eure Rolle im Unternehmen? Als Dienstleister im Payment-Bereich sind wir zuständig eben für Terminals, das heißt sowohl Zahlen vor Ort im Laden als eben auch dann Bezahlen in Online-Shops, also im E-Commerce-Bereich. Mein Kollege der Andreas und ich, der Matthias, sind bei der VR Payment als Webadministratoren tätig. Das heißt unter anderem dann eben auch für die Betreuung der Atlassian-Produkte zuständig. Es sind dann insgesamt 500 User, die aktuell etwa in den Atlassian-Produkten tätig sind. Irgendwann kam die Information, dass die Atlassian-Serverprodukte nicht mehr lange verfügbar sein werden. Wie seid ihr mit dieser Information umgegangen? Für uns war dann der erste Schritt erstmal zu entscheiden, wie wir eben mit den Lizenzen umgehen, ob wir eben in die Cloud wechseln oder ob wir den Datacenter nutzen wollen. Wir haben das dann von unserer Seite unterstützt, indem wir mit Atlassian ein erstes Telefonat geführt haben über die Möglichkeiten, auch über die verschiedenen Lizenzmodelle an der Stelle. Und was für uns ganz wichtig ist, da wir mit einer Banklizenz arbeiten, eben auch die ganzen Datenschutzregulatorik dementsprechend von Atlassian erfüllt wird, damit wir überhaupt in die Cloud wechseln können. War das für euch ein Blocker und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Das wäre definitiv ein Blocker geworden, weil wir als Bank den Anforderungen der BaFin genügen müssen. Aber in der Cloud mussten wir hier tatsächlich gucken, dass wir die Datenresidenz zumindest europaweit sicherstellen können. Und das war halt durch die Wahl des Premium-Produktes von der Atlassian Cloud dann aber sichergestellt auch. Das bedeutet, welche Vorteile habt ihr in der Atlassian Cloud gesehen? Na gut, das hat ein bisschen jetzt eben mit der Größenordnung zu tun. Da kam zum Schluss eigentlich auch raus, dass die Cloud-Variante für uns günstiger und auch flexibler ist, weil wir davon ausgehen mussten, dass auch unsere Userzahlen sich stark verändern werden. Plus, dass wir auch als Unternehmen ein relativ starkes Wachstum haben. Das heißt, nach einer ersten Evaluation habt ihr euch dann dafür entschieden, in die Cloud zu wechseln. Wie ging es dann weiter, nachdem ihr euch dann letztendlich dafür entschieden habt? Gut, also Step 1 war noch, dass wir Kontakt zu Cybert Media aufgenommen haben, da ein erstes Gespräch geführt haben, wie es denn eben ausschaut, mit Unterstützungsmöglichkeiten für die Migration an der Stelle. Wir haben uns dann letztendlich entschieden, dafür eine jährliche Lizenz einzukaufen, weil das eben, wie gesagt, für uns auch mit den stark schwankenden Userzahlen die Variante war. Vielleicht ganz kurz dazu noch, und zwar war es in der Cloud eben auch möglich, und das war im Gegensatz zu Server etwas Neues für uns, dass man trotz der jährlichen Lizenz auch unterjährig die Lizenz jederzeit anpassen kann. Nach dem ersten Gespräch mit Cybert Media haben wir uns dann zusammengesetzt und geplant, wie viel Zeit wird man denn für dieses Projekt brauchen, wie viele User haben wir da drauf, wie viele Projekte, wie viele Confluence-Bereiche, wie groß sind die Projekte, wie sind die strukturiert, und konnte deshalb dann abschätzen, dass wir ungefähr 3 Monate brauchen werden. Dann sind natürlich konkret im Detail Analysen gefahren worden, man hat Dokumentationen geschrieben und all dieses Gesamtpaket wurde dann quasi im Extranet von Cybert Media gepflegt. Es gab einen Projektplan, der quasi dort entwickelt wurde, sodass es am Ende für die Migration eigentlich nur noch ein Abarbeiten dieses strikten Plans war. Hat euch irgendwas besonders geholfen, das durchzuführen? Wir hatten erstmal ganz für uns eine Cloud Trial beantragt. In der Cloud Trial hatten wir dann für uns einfach mal das durchlaufen lassen, haben dann schon festgestellt, dass das eigentlich relativ reibungslos funktioniert. Was sind denn aus eurer Sicht die Stärken von den Atlassian Cloud-Produkten? Es gibt natürlich einmal diese Team-Funktionalität. Es gibt dann eben eine geänderte Ansicht, also Startbildschirm im Endeffekt, was ich jetzt persönlich aufgeräumter finde, als es vorher war. Das ist zum Beispiel die Kalenderfunktion, die zunehmend auch genutzt wird. Das ist sowas wie Advanced Roadmaps, was jetzt zunehmend genutzt wird. Und so wächst das jetzt bei uns auch, dass die Funktionalitäten mit den eingesetzten Apps auch immer mehr entdeckt werden. Eine weitere Stärke, die ich festgestellt habe, war die Benutzerverwaltung. Die liegt jetzt in der Cloud halt sehr zentral zwischen Jira und Confluence. Das ist jetzt sehr viel einfacher geworden im Benutzerhandling einfach, weil wir unsere Benutzerverwaltung in der IT zentral steuern. Ich bedanke mich, dass wir hier sein durften. Es war ein sehr spannender Erfahrungsbericht und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.